Und wir sind wieder zurück in unseren altbeliebten Wald. Jetzt wird uns noch erklärt, dass wir hier etwas wechseln können. And whose fault is that? Oh, yeah, I want names. Und wir machen gleich mal die Miniaturansicht. Ich hatte gerade schon eine Folge aufgenommen, da ist mal bloß was dazwischen gekommen, deswegen mache ich es jetzt nochmal. Aber ich war immer noch in demselben Gebiet. Wir bekommen jetzt erklärt, wenn wir Touchpad drücken, machen die ihre normalen Attacken oder die Attacken, die zuletzt verwendet worden sind. Und mit der 1 können wir etwas vorspulen. Das werde ich machen, weil das interessiert uns nicht, freies Zielen, weil wir ja in dem klassischen Modus sind. Wir suchen uns das ja selber aus. Oh. Jetzt habe ich die Chance gerade verpasst, aber wir haben ja noch viele andere. Von den Moves sind es nämlich, haben wir hier. Mehr gibt es leider nicht. Wenn man sich dann das Gebiet anguckt, wo man hin möchte, sind die dann auch angezeigt, welche noch fehlen. So, hier, das ist das, was ich wissen wollte. Die Erfahrungspunkte werden 92% in die aktiven und 8% gleichmäßig in die nicht aktiven, die man aber mitführt, gesteckt an Erfahrungspunkten. Also da kann man sich schon etwas länger damit beschäftigen. So, jetzt schlafen wir weiter. Gegen unseren Behemoth können wir leider nicht kämpfen. Der ist nämlich zu stark. Aber ich möchte nicht spoilern. Ich zeig das gleich nochmal. Verfehlt, okay, wie immer. 25. Mysteriös. Ein Move. So, da kommt das Move. Und das nächste machen wir K.O. Ich will nicht sagen tot, aber K.O. Und ich kann mich immer wieder drüber lustig machen, dass diese aussehen wie meine kleine Call of Duty Figur. Das ist schön. Das freut mich so. Unser Mu hier und ist etwas resistent gegen Feuer und Blitz. Also ist ein Erde-Wind-Pokémon, wenn man so will. Also auf Pokémon bezogen, aber Erde und Wind sind seine Elemente. So, wir nehmen den Standardnamen und haben einen Mu. Schön. Und wir können jetzt was ganz Cooles machen. Wir haben jetzt unser Chocobo-Küken. Und ich gehe mal auf das Mira-Board und auf unseren Mu. Und der hat nämlich so eine wunderbare Fertigkeit, die uns am Anfang gesagt worden ist. Und zwar Eskorte. Das geht mit allen, die man gerade mit hat. Und wir haben schon festgestellt, unser Chocobo-Küken kann was finden. Und unser kleiner Mu kann was finden, der natürlich größer ist. Und das ist cool, das ist schön. So, ich werde mal mit dem Jungen spielen. Da ich das ja auch bin. Hoffe ich. Ja, bin ich. But could we see all this stuff before? Now that you fought that thing the once, you can see all its information. And if you happen to know some Libra magic, you can peep at its data before you even jump in. Very good thing to keep in the mind. Got it. Yep, very good thing to keep in the mind, Lom. Why are you repeating it? And just for my sake? Tja. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das hier machen können, ob wir jetzt die Fertigkeit Analyse nutzen können. Ja, Erze. Also ich kann jetzt hier noch drauf gehen, untersuchen und könnte sie betreten. Ob das aber jetzt so sinnvoll ist, wage ich zu bezweifeln. Sie meint ja, wir können es analysieren. Aber ich kann jetzt hier keine Fertigkeit anwenden. Yogo und Baby Mode, das ist gut.
Seraphon haben wir. Das ist der Tresor. Und Kolosseumsticket. Okay, es gibt also noch ein Kolosseum und haben wir dann 6 Monster, die wir halt bekommen können. Das ist schön. Aber ich habe jetzt hier noch nichts gefunden, das wir jetzt analysieren können, weil sie hat gesagt, bevor wir uns in den Kampf stürzen. Das ist nicht so schlimm. Also in dem Gebiet haben wir jetzt alle Miragen entdeckt. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass man so einen schnellen Modus hat, denn sonst ziehen sich die Kämpfe ewig in die Länge. Und ich finde es immer schön, wenn man da noch die Einstellung nutzen kann, dass man das nicht gerade unbedingt braucht, dass jetzt so lange Sequenzen dann noch kommen. Das finde ich angenehm. So, ich habe mir auch überlegt, man könnte ja schneller leveln, indem man sich nur eine Mirage draufsetzt. Das würde auch funktionieren. Dann wäre halt eine Mirage schneller gemacht. Jetzt gucken wir mal, ob hier das hier geht, aber wir müssten immer drücken. Deswegen geht das nicht. Jetzt geht's auf zum Brückenblickhügel. Jetzt wird der Prolog nochmal in einem kleinen Video gezeigt. Also die Inszenierungen, die sind fantastico. So, das ist die Magitech-Rüstung, die wir jetzt hier sehen. Da war ein Bomber. Der Behemoth. War der große. Also wer es noch nicht entdeckt hat, das ist jetzt die Geschichte, bevor sie alles vergessen haben. So ein kleiner Zeitschnitt. Square Enix. Chapter 2. Kapitel 2. Die Geschwister aus der Prophezeiung. So, jetzt bahnen wir uns den Weg durch den Quellwald. Da haben wir uns. Is that a town over there at the end of the bridge? Das finde ich immer so I don't know episch. why, but something about it takes me Riesen back. Brücken, ewig lang. Klasse.
Also ist wirklich wunderbar. Oh, ein Zug. Ha, ein Kapitän. Die sind böse. Die Kakteen sind wirklich... Guck dich mal den Detailreichtum an. So, you think we're supposed to get on? Absolutely. All the aboard. Whoa, dude! Die Lokomotive an sich sieht aus wie so ein Kaktus. Und diese einzelnen Pfeifen, die Druckablassventile obendrauf, die haben ein bisschen Ähnlichkeit gehabt mit den Schwarzmagiern aus Final Fantasy 9, die Vivi ans Leder wollen. So ein da. Hi. Nur halt etwas anders im Gesicht. Whoa, pluck my needles. I don't know how long it's been since we've had new passengers. Right, tickets, please. Der Kaktor-Schaffner. What? It talks? Oh, I indeedly needly am a mirage. But I'm also the train conductor, so... Tickets, please. Herrlich. Conductor? Alright. If Tama can talk, then why not? But the train tickets that we need... Are right here. Right the hell? Wow, semi-lifetime passes, eh? Haven't feasted my eyes on one of these in a swell spell. Right then. Pleasant journey. Where did those tickets come from? In the crewmate shore, I was provided with everything we could ever need. Yep. Yep, Okay yep. then. Das So why is Sachsen-Erweiterungsticket. semi-lifetime pass? And not a lifetime one. Oh, schön. Das heißt, ich kann jetzt immer mit dem Zug fahren. Das ist schön, dass man sich um so etwas nicht bemühen muss. Ach, sehr schön. Abgespaced. Nee. Die Kakteen, die finde ich immer klasse, die spasten so total rum. Da muss man auch aufpassen, dass die Arme und Beine nicht in eine gewisse Richtung zeigen, ne? Das könnte sonst sehr nach hinten losgehen. Oh, hier ein Carpador. Stadt Cornelia. Also wenn ich das alles mal ein bisschen mit Pokémon vergleiche, ich hoffe, das nimmt man niemand übel. Aber This es gibt place halt so Dinge, die werden ja, rules. glaube ich, Yeah, it's like die something Schippe right out genommen. of a fantasy. Apfel, Katze. Hey, Tama, why don't you hitch a ride? Roger the Dodger. Warte der Dodger. If I may ask, would you be kind enough to tell me what country you hail from? Hm. Us? We're, Mirage is from the Hamushan army! Ah. Ach. Guck an. Bahamu? What's a Bahamu? Steht noch Bahnhof. Well, the Bahamutian Federation has a whole army of mirages under their control. huh? Someone's made a whole army out of them? Sounds just fine by me. Line them up nice and neat for us. Round them up. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Lawn. Obwohl doch, das dürfte gehen. Die sind, glaube ich, L. Nee. Die sind bestimmt All right, you angekettet. Bahamus. What's your beef, huh? You that make it sound like they're made of beef. You know what's at stake? Goblin, Wächterin, nochmals eine Goblin, Wächterin. Ich glaube, die sind angekettet, das heißt, wir können die nicht fangen. Wenn ich mal auf Analyse gehe. Ich glaube, die sind fixiert, dass man die nicht fangen kann. Achso, ich benötige ein Goblin-Prisma. Das habe ich ja, aber mir wird kein Tipp gesagt. Größe M außerdem. So, ein Größe M könnten wir gebrauchen, wenn wir als Hunden spielen. Okay, den können wir nicht fangen.
Danach analysieren wir mal, denn das sind jetzt die gleichen. Und wir nochmal einen Kampfstoß. Okay, Fähigkeit analysieren und dann schauen wir mal, was wir bei dem machen müssen. Es gibt keinen Tipp. Aber Goblin-Wächter. Wir haben ja sonst keine weiteren Fähigkeiten mehr, die man einsetzen könnte. Oh, jetzt habe ich nochmal. Das ist natürlich das, wenn man nochmal das Touchpad drückt, dass man da leider den Angriff wiederholt. Hä? Ach so, das war jetzt von alleine. Der letzte Überlebende. Whoa! What the? What just happened? Why wasn't I able to imprison that mirage? Didn't you see the light that's surrounding it? That means it's the beholden to another keeper. The what? B.O.? They smell? No! What I mean is, the mirage already has another the master. So until you give their boss the old heave the ho, you won't be able to claim it for yourself. Genau, das ist das, was ich gemeint hatte. Okay. Wenn du den Meister der Miragen besiegst, kannst du sie auch einfangen. Aber dafür musst du ihren Meister erst einmal finden. Ja. Oh, fire whoever Das wrote stimmt. that little hook in. Ron, Ixnay on the fourth wall stuff! Giants. Oh, whoops. Are they Bahamutian soldiers? But they drove the mirages off for us. It's just like the prophecy. Word for word. But which one? Well, we know how it ends. Die Prophezeiten, Please. Geschwister. May I speak with you? Oh, sure. Ordels. Wir folgen dir. The two of you. You've traveled here from another world. Oh, well, I wouldn't. I mean. Actually, I think you're pretty much spot on. And we're Mirage Keepers too. Ron, don't tell her! Why not? Face it, we're too awesome to try and hide it. I'm like exuding all over. Lon, you don't even know what exude means. There is someone who would like to have a word with you. Could you possibly stop by Castle Cornelia? Natürlich. Das machen wir. Werte So Madame. let's find this Casa Cornelius place. Doesn't Casa mean up? It's gotta be higher up. Well, as I live and breathe, I've been around for quite a long time, but I've never in my life seen a giant who wasn't part of the Bahamutian army. That woman must be important if she's inviting us to the castle. Also, ich muss mich What's groß up, machen. guys? Nice armor. Leave them alone, please. Das passt natürlich. Ich habe mir letztens erst Big Friendly Giant angeguckt. Das passt jetzt ziemlich cool. Vor allem am Ende mit der Königin Thank you for von coming. England. Welcome to the Kingdom of Cornelia. I am Princess Sarah. Prinzessin Sela. Wait, you're like a princess? We had no idea. Oh my gosh. I am so sorry Lon acted like such a royal idiot. I'm not royal. Oh, and I'm his older sister, Rain. It's an honor. Ja, Please ja. forgive the ruse. At first I suspected that you might be agents sent here by the Hobbit. I was wrong. You stood up bravely against their mirages and kept our town safe. All of Cornelia thanks you. Oh, I wouldn't say we were that brave. Really. Stop, you're so modest. Still, the fact of the matter is, we didn't do anything all that outstanding. Yeah, we're more the in-standing types. Huh? I'm pretty sure that in-standing isn't in actual the word. Oh, forgive me. It's just so hard to believe that you two are the stuff of prophecies. Prophecies? Oh, that's right. I think I heard the town too. Oh, I am sorry. If you will permit me, I will explain it from the beginning. You see, Cornelia is an unfederated state midway up Grimoire. Unfederated? Yes. Let me explain that as well. The majority of Grimoire's countries and municipalities
have annexed themselves to the Bahamutian Federation under the rule of Brandalis, the Herald King. Cornelia, however, has continued to maintain its sovereignty. The Federation has made attempts to erode this stance countless times, but we have held our ground, and now Bahamut has taken to armed provocation. You mean like that Mirage attack before? Yes. So where does this prophecy factor in? The Azure prophecy speaks of a divergence. When time begins its march anew, they shall return as visitors, giants from the hills of a world not our own. Upon Grimoire, they will wreak two divergent futures. One that brings salvation, and the other ruin, an enigma to confound even the highest mind. The giants may wreak two futures? Reek, huh? Oh, man! Tama, this prophecy's about you! What are you even talking about? There's nothing wrong with the way I smell! You big the dummy! Well, at least I'm dumber than you! Being a dummy. I'm sorry, Your Highness. Die haben sich lieb. I'm afraid there's just no hope for them. So, the giants from the hills, as in Ninewood Hills? I guess it's one of those believe what you want to things. But yeah, so far, it does seem to match up. Do you mind if I ask you a slightly awkward question? If this federation is really so terrible, why have so many countries agreed to become members? Most of the Mirages in Grimoire, not all, but certainly most of them, are now firmly under the Federation's control. With such a powerful army behind them, citizens can go about their lives without fearing the Mirages that still roam free. Dude, they control that many Mirages? Seriously? Yes! Dude. Whoa. King Brandalis' herald lieutenants, known as Sigwardus and Pelennor, command all of Grimoire's Mirages with the same authority as the famous Queen of the Keepers of ages past. So there was a Queen of the Keepers? Sounds like she was pretty powerful. Yes, but that was more than a century ago. So, sorry for the string of dumb questions, but if the Federation can guarantee that kind of absolute protection, wouldn't it be worthwhile to take them up on their offer? It may seem wise, but you see, membership in the Federation involves following their laws, and adoption of a heinous creed. It chills me, right to the marrow of my bones. That bad? Yes. I beg you, see for yourselves. Once you've done so, well, you will understand. All right then. Now then, may I ask what the two of you intend to do next? Well, whatever's going on out there, the only thing we can do right now is just keep rounding up more Mirages, am I right? Oh? Apparently, at one time we commanded a whole legion of them. But somehow, we lost them along with our memories. So, we're hoping by getting the Mirages back, we might stumble on some clues about our past. That's right. So if Mirages like those goblins are bugging you, we can lay down the smack. Lay down the what? I think what he's trying to say is we'll help you out, or at least in the best way we know how. Genau das hat er gesagt Wonderful. und gemeint. You have my thanks. Mine and all Cornelia's. Still, if we're going to be any help, don't you think we need to beef up our arsenal first? Sehr viel. Because we can't put up much of a fight without some strong Mirages. Good point. Princess, do you know of any nearby places where strong Mirages live? Certainly. If you travel to the northeast of Cornelia, you'll find the Nether Nebula, a network of caverns inhabited by many wild Mirages. Ooh, nice. Not at all. Savage Mirages have been sighted in the nebula. You may well end up dead. Ach, das passiert That's schon. cool. Mal If you nicht. insist upon going, then please take the utmost caution. He will, Your Highness. Otherwise, he's gonna be extremely Wir sind sorry. immer vorsichtig, Wait a also. minute, why just me? What did I do?